Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Gestern hatte ich euch ja das Video gezeigt zu dem Shakes and Fidget Magazin, wo ich ein Interview gegeben hatte. Und dort habe ich auch unter anderem erwähnt, was ich mir für die Zukunft wünsche, und zwar die Erweiterung der Statistikseite im Webshop. Und heute kam auch schon ein Update raus, was genau diesen Wunsch auch nachgegangen ist, welchen ich mir auch sehnlichst gewünscht hatte, und zwar eine weitere Gliederung der Statistiken, die man hier, wonach man das Ganze sortieren kann. Und bisher konnte man halt eben im Webshop nur nach Level sortieren, nach dem Hauptattribut und nach dem Weltrang. Naja gut, und halt eben nach den Servern hier und nach der Klasse jeweils, ne? Aber da das Ganze immer nicht so aussagekräftig gewesen ist, wenn man jetzt hier nur das Hauptattribut genommen hat, weil es ja halt eben auch das Nebenattribut gibt, was halt eben Ausdauer beinhaltet und das in Summe natürlich dann erst zu einer richtig gravierenden Aussage kommen kann, war das halt immer ein bisschen doof gewesen, dass man halt wirklich nur nach dem Hauptattribut gegangen ist, weil dann sind hier nur die Glass Cannons weit oben zum Beispiel, ne? Ich bin hier, wenn man jetzt zum Beispiel auf das Ganze nach Magiern sortiert und nach Hauptattribut geht, bin ich irgendwas in der 130er, glaube ich, jetzt mit meinem Account, genau. Aber ich habe ja auch 300.000 Ausdauer geskillt, was ja in der Wertung gar nicht mitgezählt wird, als Beispiel jetzt mal so, ne? Und genau, das kann man jetzt unterteilen, und zwar gibt es jetzt hier bei Main-Attribut noch einen weiteren Reiter, wo man halt eben auch verschiedene Attribute jetzt sich auswählen kann, und zwar ist ja einmal das Hauptattribut plus Ausdauer. Dann gibt es halt noch Stärke, Ausdauer, Geschicklichkeit, Glück und Intelligenz. Ja, und das ist halt hier jetzt am interessantesten für uns, ne? Klar, man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ey, wer hat denn jetzt das größte oder wer hat am meisten Glück geskillt? So, ne? Da sehen wir jetzt hier, okay, WTF, was ist denn da verkehrt? Ne? Das gibt es in vielen Attributen so. Das ist irgend so ein verbuggter Account oder was weiß ich, irgendwie ein Test-Account oder irgendwie ein Bug generell. Ich hatte hier auch ein Foto für euch. Das ist hier der Account, ja. Also so viel Glück kann man jetzt nicht skillen auf Stufe 1. Das ist nicht machbar auf jeden Fall, aber es ist trotzdem dann noch ganz lustig mal zu sehen, okay, wer hat jetzt hier das meiste geskillt in, was weiß ich, Glück oder andere Attribute auf jeden Fall. Damit kann man die Liste noch weiter unterteilen und auch sehr coole Accounts oder beziehungsweise so eine Projektaccounts vielleicht so finden. Ne? Was uns jetzt aber interessiert, ist halt eben das Haupt- und Nebenattribut, und da ist halt eben jetzt beides zusammen addiert. Zwar nicht die Basispunkte, das findet hier nicht statt, sondern das geht nach Total Stats. Also das Equipment, die Verbesserung vom Equipment, die Steine zählen damit rein. Ne? Also ja, wenn man aktuelles Equipment hat, was jetzt zum Beispiel bei mir nicht der Fall ist, dann ist man natürlich in den Total Stats auch besser vertreten. Und vielleicht kommt in Zukunft noch eine Unterteilung extra nach Basisstats, so wer hat die besten Basisstats. Aber das ist jetzt erstmal so auf jeden Fall das Ding oder die Liste, die jetzt hier nach Total Stats, Ausdauer und Main-Attribut sortiert ist. Und da sehen wir zum Beispiel, dass der Scythe hier momentan gerade in den Total Stats, wenn die Liste stimmen sollte, auf Platz 1 ist. Ne? Wie gesagt, man kann eben nicht ganz genau gucken, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf den zweithöchsten Magier jetzt gerade mal gehen, auf die Nachteule. Da sehen wir jetzt halt eben nicht, wie stark die Verbesserungen auf dem Equipment sind. Kann sein, dass das ein bisschen outdated ist, dass die Verbesserungen nicht so hoch sind, etc. pp. Ne? Also hundertprozentig aussagekräftig. Wenn man es jetzt nach Basispunkten nehmen will, ist es auch noch nicht, aber es ist auf jeden Fall schon eine deutliche Verbesserung, sag ich mal, zu dem, was wir davor hatten. So, und ihr habt ja jetzt gesehen, ich war in den 130ern irgendwo, nach den Magiern sortiert auf das Hauptattribut. Jetzt können wir das Ganze mal auf die Magier machen mit Haupt- und Nebenattribut und mal gucken, wo ich da so abschneide, weltweit gesehen. Jetzt halt wirklich nur von den Magiern gesehen. Da sind jetzt nicht alle Klassen mit drin enthalten. Und da sehen wir zum Beispiel, da bin ich auf Platz 53 weltweit, worüber ich auf jeden Fall schon mal sehr stolz bin. Klar, wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen,
Mein Equipment ist jetzt schon ein paar Jährchen alt. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gewechselt. Ab Stufe 700 geht es dann hier richtig rund. Ja, und da werde ich bestimmt noch mal ein paar Tools dazu gewinnen mit einmal. Aber mich carryen halt die Basispunkte, die ich jetzt hier schon so hart geskillt habe. Und das ist natürlich auch ein Großteil, der das Ganze dann halt auch ausmacht. Und mit Platz 53 bin ich wirklich sehr, 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 sehr zufrieden. Es bietet mir noch mehr Potenzial, natürlich noch höher zu steigen. Ich nehme das Ganze wieder als Anlass, um mich noch weiter zu motivieren, um noch mehr Gas zu geben in dem, was ich halt mache hier und noch höher zu kommen in dieser Rangliste. Ja, aber natürlich ist die Oberrangliste nicht nach Klassen sortiert, sondern da sind halt alle Klassen mit drin enthalten. Und falls ihr euch selbst mal suchen wollt, dann könnt ihr hier oben halt eben auch euren Namen eingeben und dann seht ihr halt eben auch, auf welcher Platzierung ihr seid. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal meinen Namen hier. Mal gucken. Ja gut. Okay, da seht ihr alle eure Accounts, die ihr jetzt gerade erstellt habt. Aber wir gucken jetzt mal einfach denn manuell danach. Also wir haben jetzt hier alle Klassen ausgewählt. Ja, und dann haben wir einmal hier Main und Hauptattribut. Und ich bin mal gespannt, ob wir uns hier auch entdecken irgendwo. Hier haben wir den Chris zum Beispiel auf Platz 44, weltweit nach allen Klassen geordnet. Nach den Magiern war ich jetzt in dem 50er-Bereich und von allen Klassen weltweit, was jetzt natürlich nochmal deutlich mehr Konkurrenz und deutlich mehr Spieler schafft, ach ja, geht es eigentlich auch relativ klar, muss ich sagen. Da bin ich auf Platz 131 gerade weltweit, was mir auch sehr gut gefällt. Also das ist auch echt schon, denke ich mal, eine gute Leistung und für mich natürlich halt auch wieder, ne, wie auch bei der anderen Sektion, Anlass, noch ein bisschen mich zu verbessern. Ja, und genau, wenn man das Ganze, warte mal, wo war ich eigentlich jetzt gewesen? Wenn man jetzt nur nach Hauptattribut, 131 war ich jetzt, wenn man jetzt nur nach Main geht, da war ich auf Platz 112. Okay, was jetzt auch schon echt gut ist auf jeden Fall. Habe ich mich auch gut verbessert in der letzten Zeit, aber ich gehe ja jetzt nur auf das Hauptattribut gerade. Aber ja, das macht die Sache hier auf jeden Fall nochmal deutlich interessanter für mich, muss ich sagen, dass man das Ganze hier so ordnen kann. Und wir können auch mal ganz kurz schauen nach der neuesten Klasse jetzt gerade. Wer hier am weitesten ist, kann natürlich auch nach der Stufe immer noch gehen. Da kann man das Ganze auch unterteilen. Dann sehen wir zum Beispiel, dass der Jurik gerade auf Platz 1 ist mit dem höchsten Nekromanten und nach Attributen auch. Ja, also hat hier auch einen sehr starken Aufholjäger. Und dann sehen wir hier erst Nova und Toxic Blaze, die hier die Aufholjäger auch mit einem Nekro gestartet haben, aber auf S31. Und da kann man natürlich dann halt auch ein bisschen nachsortieren. Ne? Also ist auf jeden Fall jetzt noch ein weiterer Faktor hinzugekommen, womit man hier spielen kann mit der ganzen Sache. Mal gucken, wir können ja auch mal auf Geschick gehen, mal gucken. Wer hat jetzt hier am meisten Geschick? Ja, also ihr seht das, hier ist wieder so ein verbuggter Account irgendwie, keine Ahnung, woran das liegt. Aber die sind auch nicht aktiv hier, die Spieler, auch den anderen, den wir vorhin gesehen hatten. Ist aber auf jeden Fall ganz lustig, weil ja, solche Zahlen wird man auf jeden Fall in nächster Zeit nicht erreichen. Ja, deswegen ist es auf jeden Fall recht funny. Genau. Und das ist das, was ich mir auch schon länger gewünscht hatte, dass das jetzt endlich erscheint. Deswegen bin ich auch froh. Das nächste, was ich mir dann halt eben wünsche, sind eben die Basispunkte, ne? Dass man die nochmal irgendwie zusammentragen kann, ne? Abseits von den Total Stats. Aber so oder so ist das auf jeden Fall schon echt eine coole Erweiterung für die Statistikseite im Webshop und ich gehe mal stark von aus, dass das Ganze halt eben auch in Zukunft noch weiter, noch weitere Inhalte dazukommen. Deswegen ist schon eine sehr coole Sache auf jeden Fall. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Expeditionsevent. Die Quest ist hier total scheiße immer, muss ich sagen. Also die gefällt mir gar nicht. Da habt ihr kein gutes Verhältnis von den Punkten, sag ich mal, die ihr bekommt, zu dem, was ihr hier von der Quest halt kriegt.
So, ne, ihr habt halt vorher echt viele Minuspunkte gemacht und ja, viele Ebenen, sag ich mal, musstet ihr dafür aufgeben, so. Ja, und das ist echt schwer, hier auf die 40 Punkte so zu kommen. Das kann auch echt schnell mal nach hinten losgehen. Jetzt haben wir es zum Glück noch geschafft, aber wie gesagt, es kann echt schnell auch nach hinten losgehen. Ja, ihr könnt auch, ne, jetzt haben wir 10 Alu. Ich glaube, das ging auf dem Beta-Server noch nicht. Wenn ihr jetzt nachtrinkt, dann passt sich eure Alu auch hier dem Ganzen nochmal an. Ne? Das heißt, wenn ihr mehrere Biere trinkt, dann könnt ihr auch große Abenteuerlustbrocken, sag ich mal, verbrauchen bei dem Expeditionsevent, und das ist auf jeden Fall auch ganz cool und nutze ich auch immer, weil ja, die Quests dann halt unterm Strich ein bisschen schneller vorbeigehen. So, das Einzige, wo es bei mir immer ganz doll kracht, sind hier zum Start die Sanduhren. Ja, da kriege ich fast ja, nie irgendwas großartig, also da habe ich immer chronischen Mangel. Ja, und jetzt haben wir hier schon unsere 40 Sterne, das heißt, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr annehmen, weil wir eh schon auf 40 Sterne sind. Das heißt, vielleicht kriegen wir nochmal einen Koffer. Nee, leider nicht. Schade, okay. Aber empfehle ich euch auch immer zu tryen, wenn ihr gewiss seid. Siehst du, und da sind wir schon durch mit der Alu hier. Einfach so ganz schnell durch. Wenn ihr gewiss seid, dass ihr 40 Punkte erreicht oder vielleicht schon erreicht habt, ja, dann geht auch ruhig auf die Schlüssel. Dann kriegt ihr nochmal einen extra Koffer nochmal dazu. Und die lohnen sich tatsächlich auch. Also da ist mitunter wirklich cooler Stuff drin. So, jetzt haben wir zum Beispiel auch wieder unsere safen ja, 40 Punkte hier. Das heißt, ja, wir versuchen wieder auf den Koffer zu gehen. Im Umkehrschluss, das ist hier das Beste, was ihr nehmen könnt. Aber nicht in dem Falle jetzt hier, weil wenn ihr den nehmt, dann blockiert ihr in der nächsten Runde vielleicht einen Spot mit einem Mannequin, sag ich mal. Dadurch, dass ihr halt eben das Wanted-Poster genommen habt. Deswegen nehmen wir jetzt mal einfach den normalen hier. Hier mit dem Schwert, wenn ihr das nehmt, dann könnt ihr auch wieder nächste Runde einen Spot blockieren, weil ihr dann eine Questline angenommen habt, wo dann ein weiteres Schwert kommt. Das heißt, wollen wir auch nicht haben. Wir wollen wirklich die Chance, jetzt, weil wir ja noch 2 Etagen haben, auf Schlüssel. Das heißt, wir brauchen in der nächsten Runde einen Schlüssel und in der übernächsten Runde einen Koffer. Ansonsten wird es nichts mehr. Wir haben uns unsere 3 safen Sterne schon, also von daher kann uns nichts passieren. Deswegen nehmen wir den in der Mitte. Und jetzt hat sich das schon erledigt. Ja, jetzt ist das Ding schon over. Jetzt könnt ihr auf die höchste Punktzahl gehen, bringt aber nichts. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier halt eben diese Questline weitermacht mit diesem Schwert, ja, ich hatte die jetzt schon aus Versehen angenommen, hier einmal sehe ich gerade, ja, dann habt ihr halt nächste Runde die Chance, hier dieses Schwert zu bekommen. Das ist halt eben auch jetzt nicht gerade sehr förderlich, sag ich mal. Im Worst Case habt ihr nichts anderes zur Auswahl und müsst dann noch -5 bezahlen und sinkt dann vielleicht sogar noch unter eure 3 Sterne. Das wäre natürlich absolut bad. Ja, deswegen da muss man auch immer vielleicht ein bisschen aufpassen. Ne? So, 49 Sterne haben wir, Level Up 164, sehr schön. Und ja, das soll es auch schon für das heutige Video soweit gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Statistikseite. Probiert euch da mal gerne aus. Guckt mal, wo ihr so auf welchem Platz ihr so euch rumlungert. Und ja, eventuell gibt euch das genauso wie mir auch Motivation, ein bisschen in dieser Rangliste aufzusteigen, falls ihr auf eurem Server schon Platz 1 seid oder so. Ja, und euer Server noch nicht fusioniert wird in der nächsten Zeit, dann orientiert euch an einer anderen Rangliste, wo ihr halt eben nicht Platz 1 seid oder keine Ahnung und könnt euch daran dann ein bisschen orientieren und sagen, ey, geil, ich gucke da jede Woche vielleicht einmal rein, ich merke mir so, okay, ich war auf Platz 150, nach einer Woche gucke ich rein, oh geil, jetzt bin ich auf Platz 130, das gibt mir Motivation, ist zumindest bei mir so der Fall, vielleicht geht es euch genauso, wenn nicht, könnt ihr das ja jetzt genauso sehen, ansonsten, ja, war es das soweit von mir gewesen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.